Hey Skatfreunde, ihr habt euch vielleicht inzwischen mal kurz gefragt, ob es denn wohl auf diesem Kanal nur noch Online-Skat zu sehen geben wird. Die Antwort lautet nein. Ich habe ja noch einige interessante Themen im Gepäck, die ich gerne mit euch besprechen möchte, unter anderem zum Beispiel diese große Psychologiekeule. Also wie macht ihr euch selber an sich mental fit, um überhaupt gute Skatspieler zu werden? Ein aus meiner Sicht ganz interessantes Gebiet, was ich auch vor Weihnachten schon mal angerissen hatte, und dazu wollte ich heute ein bisschen voranschreiten, indem ich euch einfach mal die Schlüsselfrage aus meiner Sicht auf den Weg gebe, und die lautet: Was haben eigentlich Skatspieler und Autofahrer gemeinsam? Na, seid ihr drauf gekommen? Meine Antwort lautet: Man sagt den Autofahrern ja nach, dass 90% glauben, sie fahren besser als der Durchschnitt. Irgendwo in der Rechnung muss wohl ein kleiner Denkfehler sein, aber so ist es. Und ganz ähnliche Beobachtungen habe ich an sich auch bei den Skatspielern gemacht. Also die meisten Skatspieler schätzen sich doch irgendwo so 1 bis 2 Klassen besser ein, als sie tatsächlich sind, und das führt bei den Skatspielern dann zu einer ganz interessanten Konsequenz. Weil logischerweise die erzielten Ergebnisse nicht mit der Selbstwahrnehmung übereinstimmen, man also immer ein bisschen schlechter im Durchschnitt abschneidet, als man sich selber zutraut, führt das zu folgender Konsequenz und Erkenntnis: Meine Güte, habe ich immer schlechte Karten. Ja, das geht also so weit, dass die Leute sagen, ja, guck mal, mit den Karten von dem oder mit diesen Karten, ja, da hätte ich ja auch punkten können. Der kriegt ja immer solche Mörderbretter in die Flosse, das ist ja ein Kinderspiel. Aber ich, leider, seit 20 Jahren habe ich schlechte Karten, und von diesen Skatspielern, die das auch wirklich glauben, da gibt es Dutzende, da kenne ich wirklich sehr viele. Und wenn ihr vielleicht auch dazu gehört, zumindest ab und zu einfach mal das Gefühl habt, dass ihr nun wirklich benachteiligt seid, dann solltet ihr da ein bisschen ehrlich zu euch selbst sein und erkennen, mit dieser Haltung schadet ihr euch selbst. Ihr stellt euch nämlich ins Abseits und habt einen vorgeschobenen Grund gefunden, der euch auch daran hindert, euer Spiel weiter zu verbessern. Und das alleine ist der Schlüssel zum Erfolg. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gute Nachrichten für alle Skatspieler. Es gibt beim Skat überhaupt keine schlechte Karte. Es gibt nur das, was du daraus machst, und akzeptieren tue ich natürlich, dass das nicht an jedem Tag zum Turniersieg reicht und dass du nicht an jedem Tag mit deinem Blatt Deutscher Meister werden kannst. Aber das ist auch an sich gar nicht das interessante oder relevante Kriterium, sondern du solltest vor dir selber klar haben, ob du eine gute Leistung abgeliefert hast, und du solltest vor dir selber klar haben, wo du dich auch noch verbessern kannst, wo du dich verbessern musst. Logisch, es ist auch eine Menge Talent beim Skat dabei, aber es ist auch ganz viel harte Arbeit und Technik, und die lässt sich erlernen und da lässt sich dran arbeiten. Und wer das aufgibt, weil er sagt, verdammt, schlechte Karten, ja, der wird auch beim Skat keinen Erfolg mehr haben. Nach so viel weisen Worten sollen jetzt wieder die Karten sprechen. Das ist letztlich das, was zählt beim Skat. Und da habe ich jetzt wieder ein ganz interessantes Motiv rausgesucht, über das ich tatsächlich mit einer konkreten Verteilung vor einigen Wochen gestolpert bin. Es war beim Rocket tatsächlich das erste von 12 Spielen. Ich saß in Hinterhand und bekam eine ausbaufähige Karte, musste allerdings 48 bieten, Vorhand reizte 0 Ouvert, und nach Skataufnahme hatte ich dann diese 12 Karten, Kreuz Bube, Ass zu dritt, Pik Ass 10 sogar und die bestellte Karo 10. Ich entschloss mich, Herz Dame und Pik Dame zu drücken, 6 Augen in den Keller, und dann musste der Grang natürlich losgehen, und das Spiel lief ausgesprochen wohlwollend für mich. Den ersten Stich hätte ich mir gar nicht besser wünschen können. Es kam auf den Tisch Karo 7, Karo König, konnte ich hier also sogar mit dem Bild rausnehmen, die größte Gefahr in dem Spiel schon mal eliminieren, dass hier mit der Karo 10 irgendwas anbrennt. 20 Augen, bin am Stich, kann also ganz lässig erstmal Bube spielen, und auch die Buben kamen ganz artig, Karo Bube und Herz Bube, so weit, so gut. Das Spiel ist also schon so fast gewonnen nach 2 Stichen. Jetzt geht der Gang über die Dörfer natürlich los, startet mit Pik Ass, wo ich auch die 10 dabei habe, Pik Ass lief mit den beiden Luschen, 37, und sogar die Pik 10 lief noch mit Pik Lusche und Pik König. Nun stehe ich also schon auf 51 Augen,
Und hier ist für mich der Moment, wo ich jetzt einfach einmal kurz innehalte und nochmal in die Runde frage, welche Karte setzt ihr jetzt fort, um das Spiel wirklich hundertprozentig sicher zu gewinnen? Ja, ich hoffe doch, dass ihr euch ein bisschen die Augen reibt, ein bisschen verdutzt seid. Ja, was will er denn von uns? Natürlich geht's hier mit den Assen weiter, 51, 1 muss doch nur noch laufen. Und ja, vielleicht die Frage Kreuz-Ass oder Herz-Ass ist natürlich nicht so leicht zu beantworten, denn Herz-Dame ist ja gedrückt, also beide Farben waren gleich lang. Woher soll man also jetzt wissen, im Zweifel, welches Ass das Richtige ist, falls tatsächlich noch mal 1 gestochen werden sollte? Also denke ich doch und hoffe ich doch, die meisten von euch werden jetzt sicher einen Ass nachspielen. Schreibt mir auch ruhig mal in die Kommentare, vielleicht irre ich mich ja, aber die Deckung ist an sich unten hierbei am Spiel, was dermaßen wie auf Rädern für euch läuft, und da wird sich kaum ein Skatspieler groß Gedanken machen. Das Problem allerdings ist, wenn ihr jetzt ein Ass spielt, egal welches, könnt ihr das Spiel noch verlieren. Natürlich nur, wenn das Ass direkt gestochen wird, weil 4 mal Kreuz oder Herz dann in einer Hand sitzen. Und wenn der Spieler, der jetzt gestochen hat, gerade jetzt noch mit einem kleinen Karo zu dem Karo Ass rüberspielen kann, dann sind dort jetzt nur noch die restlichen 3 Kreuzen oder Herzen und der letzte Karo, und ihr macht tatsächlich gar keinen Stich mehr, bleibt also bei dem sicher geglaubten Rang jetzt tatsächlich bei 51 stehen, und dann höre ich schon wieder die Anekdoten hinterher, ja, ausgerechnet das letzte Ass wurde mir gestochen, ich habe aber auch Pech, ne? Hätte ich das andere Ass zuerst gezogen, hätte ich gewonnen. Hier sitzen wir natürlich genau auf dem Missverständnis, denn es gibt eine Karte, die ist besser als ein Ass, und diese Gefahr hier erstmal zu erkennen, das ist wohl das Wesentliche. Ihr könnt das Spiel unverlierbar machen, wenn ihr die Karo Dame jetzt rausspielt. Überlegt es euch einmal, 3 Karos können hier noch in einer Hand sitzen, Pik kann nicht mehr kommen, die sind ja schon alle raus, und selbst wenn der Bube jetzt in der gleichen Hand bei den Karos sitzt oder in der anderen Hand, es wird auf diese Weise nicht möglich sein, das Spiel so zu steuern, dass ihr gar keinen Stich mehr macht. Ihr werdet immer noch einen Stich bekommen, weil letztendlich die Gegner zuerst antreten müssen, und damit gewinnt ihr das Spiel. Es ist natürlich gar nicht so eine besonders häufige Situation, aber trotz alledem ein wiederkehrendes Motiv. Ihr könnt auch mit anderen Verteilungen in so eine Endspielsituation kommen, und natürlich ist es auch mir deswegen im Gedächtnis geblieben, weil ich solche Spiele schon habe umkippen sehen, kurz vor der Ziellinie, und dann ist der Frust natürlich immer besonders groß. Pferde hat man schon kotzen sehen und Asse wurden schon gestochen, so ist es nun mal, und insofern versucht mal ein bisschen darauf zu schauen, vielleicht stolpert auch ihr demnächst mal über so eine Verteilung.